Wird die alte Dame heute Schachmatt gesetzt oder schmeißt uns Juve heute aus der Champions League? Die Frage gilt es zu beantworten. Die Frage bekommt ihr beantwortet, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr dieses Video bewertet. Kostenlos abonniert, um schon mal für FC 27 vorbereitet zu sein. Da gab es jetzt auch den Deep Dive Gameplay Trailer und auch für den Karrieremodus. Da gibt es auch einige Sachen, die verändert werden. Ja, angefangen von dem ganzen Transfersystem, das auch überarbeitet wurde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das hört sich alles immer gut an, aber es muss halt im Endeffekt auch gut umgesetzt werden. Und da liegt halt immer jedes Jahr die Hoffnung, dass EA das irgendwie halbwegs gut hinkriegt. Und ich hoffe, dass wir das hier heute auf dem Platz gut hinkriegen. Wir haben 2-1 verloren, das Hinspiel. Das heißt, es ist ja alles offen, alles möglich. Aber Juve ist eine sehr, sehr abgezockte, eine sehr abgewichste Truppe, um das mal auf Deutsch zu sagen. Die brauchen nicht viele Chancen, ey. Die machen dir das Leben auch mal zur Hölle und schwer. Aber wir haben das auch in Madrid geschafft. Warum sollen wir das nicht auch heute hier schaffen gegen Juve? Ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Und dann ist auch nicht mehr lange, dann ist die Bundesliga-Saison vorbei. Und je nachdem, wie wir hier spielen, vielleicht kriegen wir ja noch mal 1-2 Spiele in der Champions League. Aber aufgepasst, Juve kommt über Jonathan David. Der hat auch im Hinspiel richtig Radau gemacht. Ott gegen Balde, Achtung. Das haben sie im Hinspiel auch gemacht. Immer über den Flügel, dann versucht nach innen zu ziehen, den Pass irgendwie zu suchen, aber sie sind nicht durchgekommen. Und das wird heute ja eine Herkulesaufgabe, aber wir geben alles. Für unsere Farben, für unseren Verein, für unsere Fans geben wir heute natürlich nochmal alles hier, der MSV auf großer Europatour. Mal gucken, ob es noch eine Runde weitergeht. Aber Juve kommt über Koopmeiners. Oh, den Mann, den kennen wir natürlich alle. So, geklärt. Und jetzt die Chance umzuschalten. De Greef ist auch zum richtigen Zeitpunkt der Saison fit geworden. War ja auch verletzte Zeit lang. Aber ihr seht, Kussi Asare, der wird von 2-3 Mann direkt attackiert. Das ist schwer. Gerade vor der Kulisse hier. Ne, Juve, wie gesagt, die Fans, die müssen sich auch ein bisschen verarscht vorkommen die letzten Jahre. Mal gucken, wann die wieder auch ja, europäisch mal eine gefestigte Spitze werden. Ich glaube, das könnte ein bisschen dauern. Aber wir schauen mal, was die nächsten Jahre so bringt. Und ihr seht, Juve, die lassen den Ball gut laufen. Das machen sie wie im Hinspiel. Lassen uns gut laufen. Wir kommen nicht in die Zweikämpfe rein. Und somit müssen wir erstmal noch geduldig sein. Irgendwann, oh, Kussi Asare. Wenn dann mal der Ballgewinn da ist, ihr seht, dann ist der sofort wieder weg. Das ist unfassbar. Die machen genau dasselbe wie im Hinspiel. Und wir laufen nur hinterher. Jetzt mal Ball gewonnen. Corbijn. Und ich versuche ja dann immer schnell umzuschalten, weil das ist unsere Stärke in der Saison. Schnell umzuschalten. Mensah. Kussi Asare. Ah, schade mit Karl im Doppelpass. Habe ich mal was probiert. Aber Juve kommt wieder über Koopmeiners. Außen über Balde. Das müsste Abseits sein, oder? Ja, doch, ist Abseits. Hat mein geschultes FIFA-Auge gesehen. Es ist gut, es ist ein guter Auftritt, es ist ein bisschen besser, ja, als im Hinspiel. Da hatten wir zu dem Zeitpunkt schon ein paar Torschancen, haben auch, glaube ich, haben wir nicht geführt, wir lagen ja zurück. Völliger Quatsch, aber hier wäre es gut, wenn wir in Führung gehen. Oh, das muss Rot geben. Was ist das denn? Voller Aggression hinten rein in die Beine. Schiri, da gibt es nur eine Farbe. Jawohl. Alessio Romagnoli holt sich hier die rote Karte und das stellt das Spiel natürlich auf den Kopf, meine Freunde. Juve ab jetzt zu 10, völlig unnötig eigentlich. Völliger Frust, keine Ahnung, was da los ist, ob es zu Hause nicht mehr läuft, keine Ahnung. Aber das war schon ein Angriff auf die Gesundheit. Deswegen, da kann es nur eine Karte geben und wir sind ab jetzt mindestens mal eine Stunde in Überzahl. Juve zu 10. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir das ausnutzen können. Den schieße ich nicht direkt. Den mache ich so. Und probiere über De Greef was zu machen. Ah, Mensah vorne kommt nicht durch. So. Wie stellt Juve jetzt um? Stellen sie überhaupt um? Hinten haben sie nur 2 Innenverteidiger. Das heißt, sie spielen momentan mit einer Zweierkette. Boah, eigentlich muss es jetzt umstellen, ne? 4-2-4. Aber ich lasse das erst einmal. Wir haben jetzt riesen Platz über den Flügel. Da ist Lennart Karl, da ist Mensah vorne, Kussi Asare dreht sich einmal, Kussi Asare! Und die Führung 1:0. Und der Ausgleich im Ergebnis, das kommt uns natürlich jetzt entgegen. Das wird auch im weiteren Spielverlauf sich hoffentlich bemerkbar machen. Das Ergebnis ist egalisiert.
Und Juve, die werden ja irgendwann umstellen. Also die können ja jetzt nicht mit 2 Innenverteidigern. Aber Juve ist erstmal eiskalt erwischt. Die rote Karte. Also für so einen Foul Romagnoli unnötig. Der würde einen 6-stelligen Betrag in die Mannschaftskasse einzahlen. Vor allem völlig unnötig. Ich meine, klar, wenn Karl durchkommt, ist er immer noch nicht gesichert, dass der Ball auch reingeht. Nicht jeder Angriff sitzt auch, ne? Aber okay, das kommt uns entgegen. Jetzt haben wir natürlich alle Trümpfe in der Hand. Natürlich nicht übermütig spielen, nicht irgendwie kopflos vorne anlaufen. Auch mit 10 Mann kann Juve gefährlich werden. Vor allem über Leute wie Conceição, da ist er. Chegova, der reingekommen ist. Conceição, da ist die Flanke. Achtung, der Kopfball kommt. Und Koopmeiners ist kein Abseits. Nee, war kein Abseits. Sie spielen nach wie vor hinten mit 2 Mann. Ihr seht das unten auf der Map. Die spielen tatsächlich mit 2 Mann. Das ist so krass, dass sie nicht umstellen. Gut, der Ball ist jetzt leider zu lang oder kriegt ihn de Graef? Nein, den kriegt er sogar noch. Mensah ist frei. Mensah! Also wenn die weiterhin so spielen, dann ist immer vorne einer frei. Durch diese 3 Offensivleute sind die 2 Verteidiger, sind die immer gebunden. Irgendeiner ist immer frei. So viel zum Thema KI, ne? Die auch mitdenken soll. Mal gucken, ob es in FC 27 besser wird oder nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall viele Infos nochmal zum Karrieremodus. Bald kommt auch Ultimate Team, also wird schon draußen sein, der Ultimate Team Deep Dive Trailer. Es ist, wie gesagt, ein Teufelskreis wie jedes Jahr. Es sind ein paar gute Neuerungen mit dabei. Hört sich alles gut an. Aber die Umsetzung am Ende ist natürlich das, was zählt. Aber Siem gewinnt den Zweikampf. Eine richtig gute erste Halbzeit. Und ich sage euch, wenn Juve jetzt nicht umstellt und wir unsere Angriffe besser ausspielen, dann wird das hier heute noch ein Schützenfest. Dann schieße ich auch noch 2, 3 Tore mehr. Das geht nicht, weil wir gucken mal auf die Leistung. Bei denen fehlt jetzt nämlich, guck mal, die spielen mit einem 3-4-2-1. So würde ich das mal einschätzen. Und es fehlt Romagnoli. Guck mal, Romagnoli ist hinten der zentrale Mann in der Abwehr. Dafür haben sie Cegrova reingebracht. Also finde ich ein bisschen tricky. Denn hätte ich vielleicht Douglas Luiz reingebracht. Der sieht so nach einem Innenverteidiger aus. Aber du bringst doch keinen Offensiven für einen Verteidiger, wenn du eine rote Karte kassiert hast. Aber es scheint so, als ob Juve auch nicht umstellt. Oder? Nee, es sind immer noch 2 Verteidiger. Also Juve bleibt bei der Formation, bleibt bei 2 Innenverteidigern. Wobei der zentrale Innenverteidiger jetzt fehlt. Und das ist halt unsere Chance. Wenn wir das nicht ausnutzen, dann weiß ich auch nicht. Dann haben wir es auch nicht verdient. Cut! Die zweite Halbzeit beginnt schon mal druckvoll. Ihr seht, unten, die rechte Seite war gerade frei. Das ist unglaublich. Also sowas hatte ich auch noch nie. Also eine Mannschaft, dass sie eine rote Karte bekommen hat, schon, aber dass sie dann nicht umstellt. Auch das soll im neuen FIFA-Teil besser werden, dass die Gegner sich mehr, oder dass sie ein bisschen physischer spielen, aggressiver spielen, dass auch mehr Fouls zustande kommen, weil das muss ich sagen, das war in diesem FIFA-Teil ja gar nicht so. Aber das müssen wir jetzt ausnutzen. Karl Kusiasare! Juve wird buchstäblich Schachmatt gespielt und Schachmatt gesetzt. Und das 2:0. Das musste irgendwann fallen. Also ich habe ja gesagt, wenn wir das so weiterhin gut zu Ende spielen, das muss irgendwann bestraft werden. Also wenn du jetzt nicht, ich verstehe das nicht. Aber nochmal, das Desaster hat ja damit begonnen, dass du einen offensiven Mann für einen defensiven reingebracht hast, obwohl du da gar keine Not zu hattest. Du hast ja geführt. Dann stellst du dich halt mit 5 Mann hinten rein, versuchst das so italienisch, klassisch, Catenaccio-mäßig zu verteidigen. Aber einen Offensiven für einen Defensiven zu bringen, wenn da irgendeiner fehlt. Also so viel Dummheit hätte ich Juve jetzt auch nicht zugetraut. Naja. Aber soll uns recht sein. Wir stehen mit einem Bein im Halbfinale. Ich glaube entweder gegen Inter oder gegen Chelsea, soweit ich das in Erinnerung hatte. Aber wie gesagt, Juve ist jetzt gefragt. Juve braucht mindestens ein Tor, was sie immer schießen können, für die Verlängerung. Und wie gesagt, auch mit 10 Mann ist das hier noch nicht gegessen. Balde Miretti hatte ich auch mal bei der Eintracht. Auch guter Spieler. Achtung, genau durch solche Aktionen, wenn wir nicht in die Zweikämpfe reinkommen, dann ist Juve natürlich auch gefährlich. Und es ist Khéphren Thuram,
Ex-Gladbacher, war auch mal bei der Eintracht auf dem Zettel. Wir haben uns dann damals für Jakic entschieden, aus bestimmten Gründen. Fragt mal bei Markus Krösche nach. Ja, das darfst du natürlich nicht machen. Das ist natürlich gefährlich. Die Überlegung ist jetzt natürlich, ob man irgendwann auf 4-4-2 umstellt. Ah, jetzt haben sie, glaube ich, umgestellt, oder? Jetzt spielen sie mit einem 3-3-3. Da fehlt doch noch einer. 1, 2, 3, 4. Nee, jetzt haben sie umgestellt. 4-2-3. Okay, jetzt ist Juve nicht mehr so dumm. Sie haben umgestellt. Sie haben es bemerkt. Ich glaube, die Viererkette. Mensah. Ah, Kusiasare. Lass mich das mal kurz beobachten und mal kurz gucken, ob sie wirklich umgestellt haben. Sie haben es tatsächlich gemerkt. Und wo fehlt jetzt Romagnoli? Also 3-3-3. Vorne breite Flügelformation. Ich stelle jetzt um auf 4-4-2. Ich brauche vorne einfach irgendwie eine Überzahl. Das kann natürlich jetzt auch völlig in die Hose gehen. Und ich blamier mich hier und ich mache den Julian Nagelsmann oder den Jogi Löw von 2012. Aber was willst du machen? Sarko rein. Rechte Seite von der Hitz. Geschwindigkeit, frische Kräfte. Und dann wird umgestellt. Und ihr seht, selbst mit einem Mann mehr ist das hier noch nicht in Stein gemeißelt, sofern wir hinten die Verteidigung nicht in den Griff kriegen. Aber ich hoffe einfach, dass wir dann irgendwann... Kusiasare ist durch und unten jetzt. Jawohl, lauf durch, Karl. Letzte Aktion in dem Spiel. Karl einmal angetäuscht und rein ins Glück. Und das 3:1. Und die erneute Führung im Gesamtergebnis 4:3. Also Champions League diese Saison ist Wahnsinn. Viel Spektakel, viele Tore, spannende Spiele. Und alleine dafür lohnt es sich doch, hier ein kostenloses Abo dazulassen. Oder einen Daumen nach oben auch immer gerne. Weil so geht es, glaube ich, auch in FC 27 weiter. Wir werden viel Freude haben, viel Spektakel, viele Erfolge, viele Misserfolge wahrscheinlich. Aber das war wichtig, dass wir hier wieder in Führung gegangen sind. Und jetzt mit der Umstellung auf 4-4-2. Jetzt ist Juve wieder gefragt. Jetzt müssen die wieder ein bisschen offensiver spielen. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Ja, wir laufen weiterhin vorne an. Verteidigung darf nicht so weit rausrücken. Und da muss eigentlich dann ein Sechser mal zuschnappen. Aber hier muss er gewinnen, ja. Und ein bisschen Zeit, ne? Auch von der Uhr nehmen. Wir haben jetzt nicht mehr so den großen Druck, nach vorne zu spielen. Es muss ja immer irgendwo einer frei sein. Also wenn wir jetzt ein Mann mehr sind, dann müssen wir das jetzt irgendwie besser ausspielen. Juve wechselt. Stassin, der Torschütze aus dem Hinspiel, kommt rein für Conceição, den ich jetzt auch nicht unbedingt rausgewechselt hätte. Aber egal, soll uns ja recht sein. De Greef. Cobain legt ab auf De Cut. Der hat Platz, aber zu zentral. Und Oblak hält seine Männer noch im Spiel. Es sind noch 10 Minuten bis zum Halbfinale. 10 Minuten bis zu einer eventuellen möglichen Verlängerung. Aber De Cut holt sich den Ball. Und das kann jetzt die Entscheidung sein. Sarko gegen Oblak. Bisschen spitz der Winkel. Ja, ein Kontakt zu viel nach außen. Aber egal. Die Phase müssen wir jetzt mitnehmen. Die Phase müssen wir nutzen. Kusiasare. Zack, De Greef. Das ist super gespielt. Kusiasare. Und wieder Aluminium. Das zweite Mal, glaube ich, in dem Spiel. Richtig gut und richtig zielstrebig direkt gespielt. Aber Achtung, Juve kommt. Chegova. Coban kommt da nicht in den Zweikampf rein. Juve macht's schnell. Juve macht's gut. Pfeiffer kommt ran. Pfeiffer ist da. Behält die Übersicht. Oh, Braune. Alles gut, hat er im Blick. Und es geht nach vorne. Der nächste Angriff. Müssen wir einfach gut zu Ende spielen. Wir haben so viel Platz. Das machen wir richtig gut. Und jetzt Justin von der Hitz. Von der Hitz. Oh, ey. Mal ganz kurz, ey. Was ist das für ein Spiel? 3-mal Alu. Das Spiel möchte, dass das noch nicht entschieden ist. Ich habe ein ganz merkwürdiges Gefühl. Normalerweise, entweder geht der Flachschuss rein oder der Rebound. Also das Tor war frei. Ich kann jetzt auch nicht mehr wechseln, oder? Ich könnte noch wechseln. Kutschera, Andres Cema nochmal für die Mitte, aber die sind noch alle halbwegs fit. Aber Gnade Gott, wenn die hier jetzt noch den Ausgleich machen und Justin von der Hitz die Entscheidung hat liegen lassen. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Auch wenn mich das gar nicht überraschen sollte, aber da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. 1 Minute ist es noch mit Nachspielzeit. Vielleicht ein bisschen mehr. Juve muss. Wir haben noch 2 Minuten, aber wenn sie hinten rumspielen und wenn wir jetzt den Ball haben,
dann dürfte das die Entscheidung sein. Sarko mit Rice unten von der Hitz. Aber jetzt. Immer noch nicht. Aber das wird es gewesen sein. Wir sind jetzt in der 2. Minute der Nachspielzeit. Das ist die letzte Aktion. Und dann zieht der MSV Duisburg ins Halbfinale der Champions League ein. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Sarko nochmal in die Mitte. Da ist Corbin. Vorbei. Aber auch das Spiel ist vorbei. Schluss aus. Die Reise für Juve. Die endet hier im Halbfinale. Im Viertelfinale. Mein Gott. Jetzt kommen wir schon ganz durcheinander. Und der MSV Duisburg. Hier sehen wir Live-Aufnahmen aus der Schufa-Klause in Duisburg. Wir ziehen ins Halbfinale ein. Der Meidericher SV ist im Halbfinale der Champions League. Die rote Karte hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wortspiel. Aber ein weiterer historischer Abend, ein historisches Spiel. Und das geht in die Geschichtsbücher ein des MSV Duisburg. Wir sehen hier, Inter gewinnt bei Chelsea 1:0. Ob es reicht fürs Weiterkommen? Es reicht fürs Weiterkommen. Und wenn ich jetzt den Turnierbaum richtig im Kopf habe, müsste eigentlich dann Inter unser nächster Gegner sein. Barca setzt sich durch, Paris gewinnt gegen Feyenoord, dann spielt PSG gegen Barca und Duisburg spielt gegen Inter. Ja, das ist mal ein Halbfinale. Das wird wahrscheinlich in 10, 20 Jahren immer noch nicht so sein. So, gehen wir noch mal kurz ins Menü rein. Jetzt kommt Augsburg. Das ist natürlich auch das komplette Gegenprogramm zu Juve. Aber auch in der Bundesliga haben wir nicht mehr viele Spiele. Wir sind immer noch oben mit dabei. Wir haben Spieltag 30. Die Meisterschaft gilt es jetzt irgendwie klar zu machen und zu gewinnen. Augsburg hat die letzten 5 Spiele, 3 gewonnen, 1 unentschieden, 1 verloren. Auch Dreierkette. Schlotterbeck mit dabei, Ferdi Cardiolo, Kade Rieder in der Mitte, Diakite vorne, Labrovic auf der Bank, Philipp Tietz, Fellauer, Essende, Rushworth im Tor, Masengo im Mittelfeld. Ja, also ich glaube, Augsburg steht schon da ganz gut, wo sie stehen. Schauen wir auf die Tabelle. Wahnsinn. Die Bayern sind Tabellenführer, haben aber schon gespielt. Wir müssen also nachziehen, um dran zu bleiben. Mit 4 Tonnen Unterschied gewinnen. Nee, warte mal, mit 3 Tonnen Unterschied. Was ist, wenn wir jetzt 3-0 gewinnen? Haben wir exakt dieselbe Anzahl Punkte. Torverhältnis auch. Ich glaube, dann sind wir Erster, weil wir das direkte Duell gewonnen haben, oder? Also es geht ja erst nach den Punkten, dann nach den Toren, dann nach der Tordifferenz. Wir haben die gleiche Anzahl Siege, hätten die gleiche Anzahl Siege. Ich glaube, dann würde es auf das direkte Duell ankommen. Leipzig hat auch schon gespielt, also es sieht nach einem Zweikampf aus zwischen den Bayern und uns. Und wir treffen am vorletzten Spieltag, aufeinander. Aber wir müssen jetzt gewinnen. Wir müssen dranbleiben, wir können uns jetzt auch keine Niederlage mehr erlauben. Und es ist so, wie ich es gesagt habe, wir spielen im Halbfinale gegen Inter. Haben das Rückspiel zu Hause. PSG gegen Barca ist eigentlich auch schon ein vorweggenommenes Finale. Also, die Zebras wandern weiter. Reiten nochmal nach Italien. Diesmal ein bisschen westlicher von Turin, weiß ich nicht. So jetzt aus dem Kopf, wo geografisch. Naja, ihr lasst auf jeden Fall gerne. Was war hier? Rückkehr nach Verletzung. Wen haben wir hier? Ich glaube, unser... Dro ist wieder fit. Auch sehr, sehr gut. Eine gute Alternative. Dro ist wieder da. Auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt vor dem Halbfinale gegen Augsburg lasse ich ihn nochmal draußen. Ich muss mal auf den Kalender kurz gucken. Ich muss mich kurz vergewissern, wann jetzt das nächste Spiel ist. Dass ich da eventuell auch nochmal durchtausche. Also wir haben jetzt Augsburg, wir haben Darmstadt. Da würde ich dann mit einer anderen Truppe spielen. Sollte vielleicht auch dann so gegen Darmstadt reichen. Dann Inter, Heidenheim. Und dann nach dem Rückspiel gegen Inter gleich gegen die Bayern. Die Bayern haben natürlich den Vorteil, dass sie nicht mehr in der Champions League sind. Die haben eine volle Woche, die sind ausgeruht. Soll aber keine Ausrede sein. Also, es ist auch keine Ausrede für euch hier, dank des Spektakels einen Daumen nach oben da zu lassen. Kostenloses Abo gerne auf dem Weg zu 14.000 Abonnenten. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich da supportet. Ihr seht ja, was ihr hier verpasst, wenn ihr nicht aktiv hier dran bleibt. Viel Spektakel, unnötige rote Karten. Und deswegen sehen wir uns wieder gegen Augsburg in der Bundesliga. Ciao, ciao.